Aktuell baut der Europapark den neuen Themenbereich Kroatien und darin als Neuheit zum ersten Mal seit über 10 Jahren wieder eine neue Thrill-Achterbahn. Noch ist offiziell kein Layout der Bahn veröffentlicht, jedoch verdichten sich die Hinweise, Bilder und Simulationsvideos der Anlage, sodass ich nun einmal versucht habe, ein mögliches Layout in No Limits 2 nachzubauen. Wie bereits gesagt, ist dieses als Spekulation zu betrachten und noch nicht offiziell bestätigt. Als Grundlage habe ich vor allem die Pläne genommen, die bereits im April von der Gemeinde Rust veröffentlicht wurden. Viele Hinweise auf das Layout beinhaltet vor allem dieser Plan, auf dem sehr viele Elemente der Achterbahn eingezeichnet sind. Ob es sich um das endgültige Layout der Bahn handelt, ist zwar noch nicht bekannt, die in den letzten Wochen und Monaten veröffentlichten Zeichnungen und Simulationen passen aber alle dazu und sprechen damit dafür, dass wir hier das endgültige Layout der neuen Achterbahn sehen könnten. Beginnen wir beim Bahnhof. In der aktuellen Folge der Baudoku wurde verraten, dass die Züge nicht wie bei den meisten Achterbahnen im Bahnhof zum Ein- und Ausstieg anhalten werden, sondern stattdessen wie bei Arto die Station langsam ohne anzuhalten durchfahren werden. So soll die theoretisch geplante Kapazität von 1600 Personen pro Stunde auch tatsächlich erreicht werden. Nach dem Einstieg beginnt die Fahrt für die Gäste mit einer Linkskurve innerhalb des Stationsgebäudes. Darauf folgt eine Gerade, die auf einem der Pläne als Effektschiene bezeichnet ist. Denkbar ist hier zum Beispiel, dass die Schiene kurz absackt, wackelt oder ähnliches. Diese Schiene dürfte Teil einer Szene in einem Dark Ride-Teil sein. Mittig über dem Eingangsportal sollte dann der erste Lounge erfolgen. Vieles deutet aktuell darauf hin, dass es sich hierbei um einen Vertikal-Lounge handeln könnte. Bereits im März berichtete die niederländische Seite Loopings über einen Vertikal-Lounge der Achterbahn, allerdings ohne Quellenangabe. Jetzt deutet tatsächlich vieles auf einen solchen Lounge hin. Auf einem Plan endet die Schiene hier mitten im Gebäude, auf dem anderen beginnt sie an der gleichen Stelle mit einem Überkopfelement. Nach dem Launch ist auf dem Plan mit den beschrifteten Elementen ein Looping eingezeichnet. Darauf folgt eine Downward Roll. In der Mug Rides Folge der Baudoku wurde einmal eine Rolle gezeigt, die am Ende nach unten führt. Das dort gezeigte Layout war zwar veraltet, einzelne Elemente könnten aber ähnlich übernommen worden sein. Es folgen der erste Airtime-Hügel, bei dem die Fahrgäste aus ihren Sitzen gehoben werden, und ein Immelmann. Hierbei handelt es sich um ein Element aus dem Kunstflug. Der Zug wird durch einen halben Looping zunächst über Kopf gedreht, verlässt diese Position dann aber durch eine Rolle. Darauf folgt ein Non-Inverting Immelmann, also vermutlich ein ähnlich geformtes Element, allerdings ohne dass die Besucher über Kopf sind. Dann ist im Plan der erste von 2 sogenannten Stalls eingezeichnet. Bei einem solchen Element wird der Achterbahnzug um 180 Grad gekippt und dann wieder in die entgegengesetzte Richtung gerade gedreht. In der aktuellen Folge der Baudoku wurde hiervon auch schon eine Animation gezeigt. Der Stall wird wohl genutzt, um den darunterliegenden Weg zu überqueren. Im Plan folgt dann ein längeres gerades Stück ohne eingezeichnete Elemente. Da hier die Hälfte des Weges zwischen Bahnhof und Wartungshalle erreicht ist, könnte sich hier eine Blockbremse befinden. Stefan Alt, der Entwickler des Layouts bei Mug Rides, erklärte in der Baudoku, dass die Züge, um die hohe Kapazität zu erreichen, spätestens alle 30 Sekunden eine Blockbremse anfahren müssen. Hier würde dies also gut passen. Danach folgen ein weiterer Airtime Hill, gefolgt von einem Dive. Auch hier könnte es sich um ein Element handeln, das aus dem alten gezeigten Layout übernommen wurde. Was nun bei der Wartungshalle direkt am Kreisverkehr der Zufahrtsstraße passiert, ist auf einer offiziell veröffentlichten Zeichnung recht gut zu erkennen. Zunächst wird ein weiterer Hügel durchfahren, bevor ein Dive Loop in die Haltebremse führt. Ein Dive Loop ist quasi ein umgekehrt durchfahrener Immelmann.
Hier wird man zunächst durch eine Rolle über Kopf gedreht und wird darauffolgend durch ein Looping wieder umgekehrt. Nun ist der Zug bei der Wartungshalle am anderen Ende der Bahn angekommen, wo möglicherweise wieder ein kurzer Dark Ride-Teil oder eine Szene gezeigt wird. Damit der Zug die nötige Geschwindigkeit erhält, um wieder den Rückweg zum Bahnhof anzutreten, folgt hier außerdem der zweite Launch, bei dem es sich wahrscheinlich wie auf Zeichnungen und in der Baudoku angedeutet um einen Mehrfach-Launch handelt. Hierfür muss der Zug über einen Transfer-Track oder ähnliches in den Launch eingesetzt werden. Sehr gut passen würde hier ein Drehteller, da der Zug aus der entgegengesetzten Richtung beim Launch ankommt und mit einem solchen Teller auch gleichzeitig um 180 Grad gedreht werden würde. Auch auf einem der Pläne ist etwas zu erkennen, das wie ein solcher Drehteller aussieht. Dieser könnte sich direkt unter dem Wardenclyffe Tower befinden, der ebenfalls direkt neben der Wartungshalle steht. Der Zug wird dann mehrfach vorwärts und rückwärts über die Launchstrecke beschleunigt, bis er die nötige Geschwindigkeit erreicht hat, um den Top Hat zu überqueren, bei dem es sich mit 32,5 Metern um die höchste Stelle der Achterbahn handelt. Zurück auf dem Weg in Richtung Stationsgebäude wird dann ein Airtime-Hügel, gefolgt vom zweiten Stall, durchfahren. Laut Plan handelt es sich hier um einen Reversed Banked Stall. Reversed Banked könnte hier heißen, dass der Zug in die entgegengesetzte Richtung im Vergleich zum ersten Stall gedreht wird. Wir erreichen nun wieder ungefähr die Mitte der Strecke zwischen Wartungshalle und Bahnhof und einen geraden Abschnitt ohne eingezeichnete Elemente, auf dem sich somit wieder eine Blockbremse befinden könnte. Es folgt ein Element namens Double Up, bei dem es sich vermutlich um zwei aufeinanderfolgende Airtime-Hügel handelt. Diese führen kurz vor dem Ende der Achterbahn in einen kurvigen Abschnitt, in dem laut dem Plan eine Rolle sowie eine S-Kurve durchfahren werden. Die Fahrt endet mit einem Korkenzieher, der wahrscheinlich genutzt wird, um den Fußweg zu überqueren, der den neuen Themenbereich mit Russland verbindet. Nach der Bremse führt die Schiene schließlich wieder nach links zurück ins Stationsgebäude. Sollte es so kommen, wird die Bahn insgesamt 8 Inversionen besitzen. Was meint ihr? Könnt ihr euch die Fahrt so vorstellen, wie ich sie in No Limits 2 gebaut habe? Oder habt ihr noch andere Ideen oder Vermutungen zur neuen Achterbahn? Bis zum nächsten Video. Ciao.